Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Hackfleischblech mit Gemüse und Käse überbacken. Dafür als erstes eine Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken und zusammen mit 750 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in eine große Rührschüssel geben. Als nächstes 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen. Außerdem kommen noch 2 Eier dazu, ein gehäufter Teelöffel Senf, 2 bis 3 Esslöffel Ketchup, ein gehäufter Teelöffel süßes Paprikapulver und natürlich eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Alle Zutaten anschließend mit den Händen gut miteinander vermengen bzw. verkneten, bis ein kompakter Fleischteig daraus entstanden ist. Und dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und gleichmäßig dick darauf flach drücken. Das Blech anschließend kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Gemüse. 250 Gramm braune Champignons putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln und eine rote Paprika sowie eine Zucchini in kleine Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das Gemüse in die Pfanne geben und jetzt für 4 bis 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden anschwitzen. Danach einen Esslöffel einer italienischen Kräutermischung dazugeben, außerdem eine gute Prise Salz und Pfeffer. Zum Schluss noch eine Dose gehackte Tomaten dazu und dann alles einmal gut umrühren, nochmal kurz zum Kochen bringen und dann vom Herd ziehen. Das Gemüse jetzt auf das Hackfleisch geben, gleichmäßig darauf verteilen. Zum Schluss alles noch mit 200 Gramm geriebenem Käse bestreuen und so kommt das Blech in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten, so lange bis das Hackfleisch gar ist und der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat. Das Gemüsehackblech anschließend aus dem Ofen holen, jetzt in Stücke schneiden, auf Tellern verteilen und wer mag, mit etwas Petersilie garniert servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.